Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 9. Episode des Abenteuers Der Bahn des Midas aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Dieses Abenteuer findet ihr unter der Webseite städtebauen.de. Unter Zeus könnt ihr dieses Abenteuer auch runterladen. Ja, und dort gibt es auch noch jede Menge andere Tipps und Tricks und Szenarien zu anderen Spielen dieses Genres. Gut, dann schauen wir mal direkt, was es in dieser Episode zu berichten gibt. Zurück in Pergamon erhielten wir soeben eine Depesche von König Midas mit einer seltsamen Bitte. Er müsse dringend zum Fluss Paktolos reisen. Gründe nannte er nicht. Und könne seine Stadt ja nicht unbeaufsichtigt lassen. Ob wir nicht vielleicht ein Auge auf seinen Reichtum und seine Untertanen haben könnten, ließ er fragen. Vor allem auf seinen Reichtum. Anscheinend folgt Midas mit seiner Reise einem Rat der Götter. Zumindest haben uns unsere Kundschafter von ernsthaften Problemen berichtet, die seiner Gesundheit alles andere als zuträglich seien. Seine Gabe, alles, was er berührt, zu purem Gold werden zu lassen, wird ihm langsam, aber sicher zum Verdruss. Erst letztens wollte er den wohlgereiften Wein aus unseren Kellern und die besten Speisen unserer Lande genießen, als ihm der Wohlgenuss als Goldklumpen im Halse stecken blieb. Nun denn, was soll uns schon schrecken? Seit unserem Sieg über die Hydra können wir zuversichtlich in die Zukunft schauen. Unser fähigster Berater Horatio Brosos wird während Midas Abwesenheit auf Gordion aufpassen und den Ruhm der Stadt mehren. Zu unserem Schaden soll es nicht sein, hat er doch Zugriff auf die reichhaltig gefüllte phrygische Stadtkasse. Lassen wir uns also von derart eigentümlichen Verhaltensweisen nicht ablenken und treiben lieber die kulturelle Blüte unserer Stadt voran. Ein paar weitere Pyramiden würden die Silhouette der Metropole sicher auch für die Touristen noch attraktiver machen. Dass ein unserem gestiegenen Ansehen in der Welt angemessenes Hippodrom zur Ausübung des edlen Pferderennsports Pflicht ist, versteht sich da fast schon von selbst. Apropos Pferde, mein Gefühl sagt mir, dass wir, trotz aller Friedensliebe, auch an unsere Verteidigung denken müssen. Sollte Midas wirklich etwas zustoßen, was ich weder hoffe noch glaube, sollten wir in jeder Hinsicht vorbereitet sein und sicher auf eigenen Hufen reiten können. Nur billig zu haben werden leider wohl weder dieses noch die kulturellen Vorhaben sein. Die 9. Episode des Abenteuers Der Bahn des Midas trägt den Titel, oder eher die Frage, einen Fluch abwaschen? Ja, und wir erfahren nochmal von dem Fluch des Midas, dass alles, was er berührt, zu Gold wird und er Rat sucht. Ja, und in der Zeit, wo er nach diesem Rat sucht, sollen wir auf seine Stadt Gordion aufpassen. Wir müssen aber auch unsere Stadt Pergamon weiterentwickeln. Unser Hippodrom muss nun 52 Stadien lang sein. Wir brauchen mittlerweile 4 Pyramiden in unserer Stadt und die Schatzkasse muss mindestens 90.000 Drachmen besitzen. Wir müssen einen Jahresgewinn von 10.000 Drachmen erwirtschaften und wir brauchen die Unterstützung von 24 Reitern. Ja, da ist mal wieder einiges los in Pergamon und dann kehren wir auch mal direkt zurück zu unserer Stadt. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. In der letzten Episode haben wir unsere letzte Kolonie Sparta gegründet. Eine sehr nervenaufreibende Episode. Das kann ich euch sagen. Gut, aber wir sind ja jetzt zurück in Pergamon. Wir gehen nochmal kurz in den Pausenmodus, verschaffen uns einen kurzen Überblick. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter voll entwickelt. Ja, und daneben haben wir das Heiligtum des Atlas gebaut, der natürlich in der Nähe unserer Steinmetzwerkstätten und Schwarzmarmorwerkstätten gelegen ist. Im weiteren Verlauf haben wir unser Holzfällergewerbe und natürlich unsere Münzereien.
Im Zentrum unserer Stadt haben wir den Stadtpalast, den Tempel des Olymps und ein großes Versorgungszentrum für die Stadtgebiete. Ja, und hier haben wir noch das Areal, das wir für unseren Helden Theseus gebaut haben. Das lassen wir auch mal so. Wer weiß, ob wir Theseus noch mal rufen müssen. Mittlerweile haben wir auch ein sehr großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen, die ja schon ziemlich weit entwickelt sind. Viele der Anwesen haben schon Streitwagen, die wir jetzt hier auch herstellen. Ja, neben dem Heiligtum der Aphrodite, unserer Hauptgöttin, haben wir hier das zweite Wohngebiet der Arbeiter errichtet. Eine majestätische Pyramide haben wir gebaut. Und hier haben wir unser bescheidenes Hippodrom, was wir nun ziemlich stark ausbauen sollen. An der Stirnseite des Hippodroms haben wir das Heiligtum der Demeter. Ja, hier auf dieser Halbinsel produzieren wir unsere Oliven und unser Olivenöl, haben hier die Piere unserer Handelspartner, die wir hier an der Küste auch noch entsprechend platziert haben. Ja, wir gehen noch mal kurz in die Bauoption, ob sich hier irgendwas geändert hat. Hier natürlich nicht. Ja, weiterhin können wir bei der Landwirtschaft nur Plantagen errichten bzw. Olivenbäume anbauen. Ja, und bei Land und Meer haben wir den Seeigelkai und den Jagdhof. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien Sägemühle, Steinmetzwerkstatt, Münzerei und Schwarzmarmorwerkstatt. Da hat sich auch nichts geändert. Produzieren können wir Skulpturen, Olivenöl und jetzt können wir auch Wein produzieren. Ah ja, okay. So, hier ist alles klar. Ja. Bei der Mythologie können wir die Festung des Ares, die Schmiede des Hephaistos und die Obstgärten der Hera errichten. Gut, beim Militär hat sich auch nichts geändert. Wir können unsere Stadt komplett befestigen und wir haben bei den Militärwerkstätten alle Bauoptionen frei. Fregattenhafen, Waffenschmiede, Pferdehof und Wagenfabrik. Bei der Ästhetik hat sich auch nicht viel getan. Wie gesagt, wir haben hier bei den Verschönerungen alle Möglichkeiten, ein großes Spektrum bei den Erholungsgebieten. Ja, und bei der Poseidon-Pyramide haben wir hier folgende Bauoptionen, nämlich den kleinen Schrein der Aphrodite, der Tempel des Olymps, die majestätische Pyramide und das Himmelsmonument. Wir brauchen ja 4 Pyramiden. 3 von diesen Bauoptionen haben wir schon gebaut. Das 4., was wir bauen müssen, wäre dann jetzt hier das Himmelsmonument. Gut, den Pausenmodus können wir aufheben. Wir gehen noch mal kurz auf die Weltkarte. Vorher nehmen wir aber unsere Tribute an. So, wir können gar nicht mehr so viel annehmen hier. Ja, wir schauen mal eben. Also Gordion handelt nicht mehr mit uns. Pontus als entfernter Ort kauft bei uns Weizen, Wolle und Olivenöl und verkauft uns Rüstung. Lemnos ist unsere Kolonie. Wir kriegen 12 Seeigel jährlich als Tribut, kauft bei uns Holz und Marmor, verkauft uns Seeigel und Wein. Der Berg Smolkas kauft Wein und verkauft uns Wolle. Delphi ist unser Vasall. In der letzten Episode mussten wir Delphi zurückerobern. Wir kriegen 4.500 Drachmen jährlich als Tribut. Das ist jede Menge. Delphi kauft bei uns Orangen und Olivenöl und verkauft uns Weizen. Epidaurus kauft Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen. Sparta ist unsere Kolonie. Wir kriegen 10 Rüstungen jährlich als Tribut, kauft bei uns Wolle und Olivenöl, verkauft uns Fleisch und Rüstungen. Syrakuse ist unser Verbündeter, kauft Orangen, verkauft uns schwarzen Marmor und Orikal. Atlantis verkauft uns Orangen, Orikal und Olivenöl. Kythera kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Weizen, Oliven und Olivenöl. Delos kauft Olivenöl und Thera als unsere Kolonie gibt uns 5 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft Weizen und Wolle, verkauft uns Bronze und Marmor.
Olympia ist unser Rivale, braucht Rüstungen und produziert Oliven und Olivenöl. Phaistos auf Kreta braucht Skulpturen, produziert Marmor, Trauben und Wein. Und dann haben wir noch den Olymp als nicht entdeckten Ort. Milet habe ich vergessen. Tatsächlich, unser Vasall. Wir kriegen 24 Zwiebeln jährlich als Tribut, kauft Weizen und Orangen. Ja, als erstes würde ich jetzt tatsächlich das Himmelsmonument platzieren. Ja, ich finde hier hinter dem Heiligtum von Aphrodite könnte doch das Himmelsmonument gut hinpassen, oder? Ja, da würde es, glaube ich, auch wirklich genau hinpassen. Da müssen wir nur hier ein Stückchen Weg wegnehmen. So, und dann passt es wunderbar. So, haben wir Kunsthandwerkergilden? Da muss ich jetzt mal eben kurz gucken. Hier sind keine mehr. So, und hier auch nicht mehr. Okay. Dann bauen wir mal 2 Stück jetzt hier auf. Wie sieht der Arbeitsmarkt überhaupt aus? Ja, das können wir uns leisten. Kommen hier hin. So, nee, eher hier, damit der Architekt dann noch entlang kommt. Kommt er da entlang? Hier kann eine Sperre hin. Ja, müsste eigentlich. So, was brauchen wir nochmal für das Himmelsmonument? 71 Marmorplatten, 34 Platten schwarzen Marmor, 8 Ladungen Holz und 18 Ladungen Orchikal. Ja, Orchikal haben wir ja hier. Und schwarzen Marmor haben wir auch mehr als genug. Da brauchen wir wirklich nur das Orchikal einzukaufen. Wir handeln ja jetzt wieder mit Atlantis. Interessanterweise in der letzten Episode war Atlantis verschwunden sozusagen. Ja, das weit größere Problem ist tatsächlich jetzt hier unser Hippodrom mit 52 Stadien zu verlängern. Das heißt, mehr als doppelt so groß, wie es jetzt ist. Wir sehen aber auch, dass wir die Schatzkasse schon haben mit über 90.000 Drachmen und wir haben auch schon die Unterstützung von 24 Reitern. Naja, und ihr seht hier die Bestmarke mit 9.856 Drachmen. Dann sollten wir uns mal jetzt mit diesem Hippodrom beschäftigen. Dafür reiße ich jetzt das hier alles ab. Weil wir müssen jetzt gucken, dass wir so nah wie möglich hier dran bauen können. Paktolos ist entdeckt worden. Das hört sich ja interessant an. Wo liegt denn Paktolos? Ach, da. Mitten in Kleinasien. Okay. Wir nehmen das mal alles weg hier. Auch das nehmen wir weg hier. Wir gucken mal, wie weit wir überhaupt hier reinbauen können mit unserem Stadion bzw. mit unserem Hippodrom. Dafür gehen wir doch mal in den Pausenmodus. Okay. Hier können wir anfangen, ne? Nee, warum können wir nicht? Wir müssen tatsächlich den Pausenmodus aufheben. Ich nehme an, ihr mögt andere Gottheiten mehr als mich. Ihr seid genau wie Zeus. Warum kann ich das nicht bauen? Weil das Hippodrom selber schon in Betrieb ist. Mal eben kurz gucken. Kann ich das jetzt bauen? Hä? Okay, jetzt kann ich es bauen. Ah, da kann ich es nicht bauen. Das ist sonderbar. Okay, wir nehmen mal das hier weg. Okay, hier können wir bauen. 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 Okay, hier
So, können wir hier hoch. Ja, mal hier den Wald wegnehmen. Kann aber sein, dass wir hier nicht bauen können, oder? Doch. Ich muss hier nur das wegnehmen. Feuer in der Stadt, ein Pier brennt. Ne, wohl, ich hoffe, da kümmert sich jetzt ein Architekt drum. Ansonsten müssen wir es neu aufbauen. Ich bin jetzt hier beschäftigt. Das geht. Da müssen wir, glaube ich, runter. Oder? Ja. Nee. So, dann nehmen wir das hier auch alles weg. Na, hier ist Kartenende. Schade. Hier kommen wir wieder hoch. Ja. Okay, dann nehmen wir das hier auch mal alles weg. So, dann können wir so. Wir können ja das hier auch nutzen noch, ne? Dann müssen wir den Weg hier mal wegnehmen. Gott, das sieht aus. Nee. Jetzt können wir hier rüber. So, dann müssen wir hier, glaube ich, schon wieder runter. Ja. Nee. Oh Gott. Das ist ja jetzt hier echt eine richtige Puzzlearbeit. Ja, ich würde nicht so viel hier verschenken. Ich würde tatsächlich hier schon wieder zurückgehen. Das muss so richtig verschlungen werden hier. Oh je. Das sieht aus wie eine Achterbahn. Wir können, glaube ich, nochmal hier hoch. Wieder runter. Und laufen dann jetzt hier parallel. Ja. Meine Güte. Ja. Da haben wir noch so ein kleines Steinchen.
Nee. Ja, zurück. Auch verkehrt. Ah, so schnell gedrückt. Das geht. Das geht nicht. Da ist der Stein. Dann können wir hier nochmal hoch. Ja, das geht. Mhm. Ja, leider müssen wir jetzt hier von unserem Heiligtum der Demeter ein bisschen von dem fruchtbaren Land wegnehmen für unser Hippodrom. Ich nehme an, ihr mögt andere Gottheiten mehr als mich. Ihr seid genau wie Zeus. Oder reicht das, wenn wir das da anschließen? Ich guck mal, ob das reicht, wenn wir das so anschließen wieder. Okay. So, wie viele Stadien hat es denn jetzt? Das können wir jetzt hier nicht... 60 Stadien hat es. Oh, dann haben wir es doch. Dann bauen wir das so. Hier ist der Anschluss von unserer Prachtstraße. Wir können hier einen Weg entlang bauen. Gut, dann können wir das hier anschließen. Oh, schon wieder Jahresanfang. Tribute stehen an. So, dann können wir doch hier dran, oder? So. Ja, komm, dann nehmen wir das jetzt hier weg. Das muss ja jetzt nicht sein. So, dann können wir nämlich hier Sperren hin. Ja, und hier haben wir jetzt das Problem, kommen wir denn hier mit den Fußgängerbrücken drüber? Nee. Das habe ich jetzt doof gemacht. Es gibt jetzt keine Verbindung hierzu. Wir haben 60 Stadien. Wenn ich das jetzt hier anders baue. 1, 2, 3, 4. Mal eben gucken, wenn wir das hier ein bisschen verkleinern, ob das dann noch reicht. Dann können wir nämlich den Weg so bauen. Das finde ich ja dann besser. So, was haben wir jetzt? 56 Stadien. Und das bräuchten wir doch auch, oder? 52 Stadien brauchen wir, dann passt es doch. Wunderbar. Ja, ein wildes Hippodrom haben wir jetzt hier gebaut. Sieht sehr interessant aus. Gut, was brauchen wir an Pferden? Das habe ich jetzt nicht gesehen. 8 Pferde, okay. Ja, mittlerweile haben wir mehr als genug Rüstungen. Ich will mal eben kurz gucken, wer Rüstungen kauft. Oh, Gordion handelt gar nicht mehr mit uns.
Das heißt, können wir auch entfernen. Dafür haben wir noch Sparta. Dann können wir hier hinbauen. So, da können wir auch Olivenöl verkaufen. So, wer kauft denn jetzt hier nochmal die Rüstung? Nein. Nein. Nein, nein. Auch nicht. Ist alles nur Import. Da war doch jemand, der noch Rüstungen kauft, oder? Ja, wir haben den Rivalen Olympia, der Rüstungen braucht. Aber wir hatten doch noch einen Handelspartner, der Rüstung gekauft hat. Habe ich mich denn da so vertan? Nee, tatsächlich nur Verkauf. Okay, ja, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir bemannen unsere Fregatten. Ja, das weiß ich. So, und Olympia ist wirklich nicht stark befestigt. Ne? Die Stadt erobern wir. Können wir die mitnehmen? Ja, brauchen wir gar nicht. Okay. 1, 2, 3, 4. Das sollte reichen. Wir nehmen nochmal Kythera mit. Schicken wir los. Wunderbar. Dann könnten wir nämlich Rüstungen verkaufen. Und die Fregatten brauchen keine Mitarbeiter mehr. Arbeitsmarkt sieht auch gut aus. Hier wird kräftig gebaut. Ja, Material haben wir mehr als genug zum Verkauf. So, dann können wir hier noch ein paar Verschönerungen bei unserem Hippodrom machen. Wir haben ja Denkmäler, die passen nämlich hier rein. Ja, aber auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das machen wir anders. Ja, so können wir es lassen. Ja, und hier im Wohngebiet der gehobenen Wohnung hatten wir noch die Heldenhalle des Herkules. Das würde ich auch noch frei halten. Wer weiß, ob wir Herkules noch mal rufen müssen. Und er braucht ja diesen Zugang zur Wissenschaft. So, Nahrungsmittel. Genug für alle. Wunderbar. Ja, jede Menge Orchikal wird gerade zu unserem Himmelsmonument gebracht. Ja, auch Marmor wird in rauen Mengen zum Monument gebracht. Wir können gleich mal Atlas nochmal fragen, bevor wir weiteres Orchikal einkaufen. So, lieber Atlas, wie sieht's aus? Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Vielen Dank. Damit unser Hippodrom auch in Betrieb geht, brauchen wir ja Pferde. Die werden aber jetzt gerade hier beim Streitwagenbauer, glaube ich, alle gebraucht. Deswegen werde ich den Betrieb dort mal einstellen. Ja, und wir haben Olympia auch erobert.
Sehr schön, ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Okay. Dann können wir den Handelsposten von Olympia bauen. Ja, hier haben wir noch Möglichkeiten. Dann bauen wir ihn mal hier hin. Wir verkaufen die Rüstungen. So, wir haben noch Syrakuse und Milet. Milet lohnt sich nicht. Nein. Und Syrakuse auch nicht. Kythera wird wütend. Ja, ich weiß. So, was brauchst du denn? Schwarzen Marmor. Na ja, komm her. Dann kriegst du ein großes Geschenk schwarzen Marmor. So, Arbeitsmarkt sieht bestens aus. Ja, hier wird mir noch irgendwas einfallen, um unser Hippodrom perfekt zu verschönern. Ja, müssen wir mal schauen. Am schönsten wäre natürlich Denkmäler. Die passen aber auf der Seite nicht hin, weil wir hier den Architekten haben. So, wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, und Olympia zahlt uns 5 Krüge Olivenöl. Quatsch, Oliven war es gewesen, oder? Ja, Oliven. Ah, okay. Dann bräuchten wir eigentlich noch ein Warenlager für Oliven, ne? Oh, passt doch hier wunderbar hin, oder? So, Kythera, Dank für den schwarzen Marmor, gern geschehen. So, wie viele Pferde haben wir denn jetzt hier? 2 erst, okay. Also hier könnt ihr als Abschluss ja was Großes sehen, oder? Apropos groß, wir haben doch noch... Ach, es rebelliert Kythera. Ne, gut, dann sollen sie rebellieren. Wir haben noch die große Statue der Hera. Wäre das nicht ein schönes... Oder ein schöner Abschluss. Oder hier, ne? Ja, das finde ich gut. Die müssen wir nur mal drehen, ne? Die guckt dann so blöd zur Demeter. So guckt sie zur Stadt. Das ist doch schön, oder? Ach, guckt euch das an. So muss das aussehen. So, und dann... Das füllen wir jetzt alles mit Gärten auf hier. So, und hier haben wir noch eine Fläche, die wir nutzen können. Passt hier eigentlich ein Heiligtum noch rein? Das würde mich mal interessieren. Nein, da nicht hier. Ja, also die Schmiede des Hephaistos. Nein. Die Festung des Ares. Ich glaube, die ist genauso groß, ne? Ja. Nee, die passt da jetzt leider nicht rein. Ach, das ist ja schade. Das wäre ja perfekt gewesen. Naja, gut. Siegreichen Kriegerkern zurück. Ja, hier haben wir auch wieder einen süßen Bug. Ihr seht, bei der Sichtweise haben wir keine Transportrutsche. Drehen wir das jetzt. Sehen wir sie schon hier. Und da sehen wir sie auch. Nur hier ist sie dann weg. Ja, wir kaufen noch mal ein bisschen Orikal ein. Da haben wir nämlich jetzt gar nichts mehr. Er würde nicht wollen, dass der allmächtige Ares für ihn kämpft. Ares ist in unserer Stadt. Wo ist er denn? Dort, okay. Naja, mal gucken. Vielleicht bauen wir für ihn noch ein Heiligtum. Allerdings haben wir jetzt schon 3 Heiligtümer. Wir können ja immer maximal 4 Heiligtümer in einer Stadt bauen. Da sollten wir noch
warten. Vielleicht haben wir noch als Ziel, ein Heiligtum einer bestimmten Gottheit zu bauen. Deswegen warten wir mit dem Bau des 4. Heiligtums. So, da kommt weiterer Marmor, beziehungsweise schwarzer Marmor. Naja, und dann will man nochmal Atlas fragen. Weil wir haben jetzt im Moment, glaube ich, kein Aurikal da. So, Atlas, hilfst du uns nochmal? Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, ich glaube, Atlas ist eine der zuverlässigsten Gottheiten, die wir hier haben. Ist er schon fleißig dran. Und dann geht's los. Ja, nur noch 6 Platten schwarzen Marmor. Dann haben wir es geschafft. Aurikal brauchen wir gar nicht einzukaufen. Perfekt. Unser Himmelsmonument ist fertiggestellt. Sehr gut. Straße hier eben wieder schließen. Und dann können wir noch ein paar Verschönerungen durchführen. Was haben wir denn hier? Das ist zu groß. Ja. Ja, das finde ich sehr gut. Dann haben wir auch dieses Monument fertiggestellt. Ich glaube, ja, wir brauchen noch den Jahresgewinn. Da müssen wir jetzt mal abwarten, ob wir das mit dem Rüstungsverkauf geschafft haben. Ja, und unser Hippodrom muss noch aktiv sein. Wie viele Pferde haben wir denn jetzt mittlerweile? 6. Okay, 2 Stück brauchen wir noch. Ja, 1 haben wir schon hier im Pferch. Kommt auch schon der Pferdeausbilder. Okay, noch 1 brauchen wir dann. Ja, ich finde unser Hippodrom wirklich mehr als interessant. Also, das ist schon eine Rennstrecke, oder? So, hier könnte doch noch ein Fregattenhafen hin, oder? Dann würde ich aber mal jetzt diese Sperre hier wegnehmen. Da fehlt noch ein Vogelbad. Ich nehme an, ihr mögt andere Gottheiten mehr als mich. Ihr seid genau wie Zeus. Ja, Hera ist immer noch am Schimpfen und ob wir dir tatsächlich ein Heiligtum bauen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Obwohl so zum Schutz gegen Zeus ist natürlich Hera nicht schlecht. So die Kunsthandwerkergilden können wir abreißen. Ja, ein Pferd brauchen wir noch für unser Hippodrom. Wo ist unser Pferdeausbilder? Hat er schon ein Pferd? Nee. Da ist er. Oh, wir haben ja schon 2 Pferde hier im Pferch. Dann können wir gleich auch wieder die Wagenfabrik in Betrieb nehmen.
Gut, dann machen wir das auch. Können wir wieder Betrieb nehmen. Das Lohnniveau müssen wir mal eben auf hoch stellen. Kythera zahlt Tribut. Ah ja, Kythera rebelliert ja. Ja, das können wir auch nicht mehr annehmen, die Rüstungen. Haben wir auch mehr als genug. So, unsere Fregatte wird ja schon gebaut. Sehr gut. So, das neue Jahr hat begonnen. Wir haben den Jahresgewinn von 10.000 Drachmen locker geschafft. Wir haben das Doppelte erwirtschaftet. So, und wenn jetzt unser Pferdeausbilder hier zu seinem Hippodrom kommt, wird dieses aktiv sein. Und dann haben wir diese doch sehr entspannte Episode in Pergamon erfolgreich abgeschlossen. So, da ist er schon. Gordion welkt dahin. Grüße Dominus. Gordion gibt es nicht mehr. Sie scheint wie weggewischt vom Angesicht der Erde. Och, das ist natürlich schade. Die Stadt des König Midas. So, da ist schon die Startlinie. Der kämpfende Mensch mit seinem Vogel. Ja, und dann haben wir es jetzt geschafft. Jawohl, alle Ziele erreicht. Unfassbares Entsetzen. Welch Schande. Just in der Zeit, als Horatio Brosos auf der phrygischen Palastterrasse saß und Oliven in Weinsoße verzehrte, verdunkelte sich der Himmel und ein Sturm zog auf. Eine hydralose, außer sich vor Zorn geifernde Athene brauste rücksichtslos heran und machte Gordion dem Erdboden gleich. Wir können vom Glück reden, dass Brosos sich durch eine beherzte und waghalsige Flucht retten konnte. Aber wie sollen wir nur König Midas beibringen, was geschehen ist? Wir konnten schließlich den uns anvertrauten Dienst nicht erfüllen. Noch haben wir jedoch nichts von ihm gehört, noch drang keine Nachricht vom Paktolos zu uns. Alles, was wir inzwischen gerüchteweise vernommen haben, ist, dass er durch ein Bad in diesem Fluss versuchte, seine einst selbst von Dionysos erbetene Gabe, der goldenen Verwandlung, loszuwerden. Erfolgreich und sehr entspannt haben wir jetzt diese Episode in Pergamon abgeschlossen. Nicht entspannt war es dagegen in Gordion, wo eine wütende Athene die Stadt zerstört hat. Just in der Zeit, wo wir auf diese Stadt aufpassen sollten. Mal gucken, was König Midas dazu sagt. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es in diesem Abenteuer weitergeht. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss. Euer Dominus.